In einem der ersten Videoclips auf Road Rarities präsentierte uns Thomas seine MT 500 OHV von 1929. Und heute präsentiert uns Hannes zum 100-jährigen Jubiläum von MT seine MT 500 ebenso von 1929. Welcome to Road Rarities. Ja, hallo, ich bin der Hannes und ich habe heute zum 100-jährigen Jubiläum MT-Motorräder aus Dreiskirchen meine MT 500 aus dem Jahre 1929 mitgebracht. Und die Maschine ist ganz was Besonderes. Die Maschine hat nämlich Renngeschichte, und zwar ist sie 1929 Zweiter geworden vom Großen Preis von Österreich. Und dieser Maschine bin ich schon so lange nachgerannt. Die hat ein Bekannter von mir gehabt und die ist 50 Jahre zerlegt, verschollen in einem Dachboden im Waldviertel gelegen. Und vor 5 Jahren war der Besitzer endlich so weit, dass er sie mir verkauft hat. Und ich habe jetzt 5 Jahre gebraucht, dass ich die Teile wieder zusammengestellt habe. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, die Maschine optisch so möglichst im Originalzustand zu belassen und nur technisch zu überholen und fahrbar zu machen. Und es ist eine große Freude für mich, dass mir das gelungen ist und dass ich bei der Kaiser Franz Josefs Ausfahrt heuer das erste Mal mitfahren habe können. Ja, kurz erwähnt, was war die Firma MT? Es war ein kleiner österreichischer Hersteller oder Konfektionär, und zwar ein gewisser Matthäus von Thun. Der Name MT steht auch für Motorradwerke Dreiskirchen, und dieser Thun, das war ein Adeliger aus der Thun-Hohenstein-Dynastie, hat also englische Teile zugekauft. Da hat es in Wien einen großen Teilehändler gegeben und hat dann meist auf Kundenwunsch Maschinen gebaut. Ja. Und diese Maschine ist in Wien von einem Schlossereibetrieb, von einem Besitzer eines Schlossereibetriebs gekauft worden. Und ein gewisser Robert Wolf, der war dort Rennfahrer, Privater, hat sie sich dann ausgeborgt. Er hat dort die Order gekriegt, dass er sofort, dass die Maschine nicht ausfällt. Er muss nur durchkommen. Und er hat auch die ganzen 6 Stunden keine Panne gehabt, der Robert Wolf. Und wie er gemerkt hat, dass die Maschine durchhält, hat er Vollgas gegeben und ist an den 2. Platz vorgefahren, von ganz hinten. Das ist eine interessante und sensationelle Geschichte. Und ein interessantes Detail gibt es auch noch. 1931 hat sich der Matthäus von Thun dann die Maschine beim Erstbesitzer wieder ausgeliehen mit den Worten: das ist meine beste Maschine, um bei der Bundesheerausschreibung 1931 da mitzumachen, und er ist aber leider gescheitert. Und 1932, 1933 ist dann die Motorradproduktion
in Dreiskirchen endgültig vorübergehen. Coming soon. Der hat es tatsächlich mit viel Geduld, also wirklich ein Kapazonder, wieder zum Laufen gebracht, was nicht so einfach ist, weil diese Niederspannungsabreißzündung recht kompliziert ist mit dem Zündstift und dem Zündhammer.